Are you really still in the broom closet? Ja. Standing around doing nothing? Ja, sitting around. Please offer me some explanation here. I'm genuinely confused. Ich mag den Raum. Reicht dir das als Erklärung? Ich finde es hier bequem. Ich habe einen Platz, wo ich sitzen kann und wo mich keiner sehen kann. There's no choice or anything in here, right? Ja. If I'd said Stanley walked past the broom closet, at least you would have had a reason for exploring it to find out. But it didn't even occur to me because literally this closet is of absolutely no significance to the story Doch. whatsoever. Hier gibt's I never would Panzertape. have thought to mention it. Panzertape. Erklärt alle meine Fragen und alle deine Fragen. Panzertape. Maybe Ganz to viel. you this is somehow its own branching path. Maybe Ja. when you go talk about this with your friend, you'll say, "Oh, did you get the broom closet Ja. ending? The broom closet ending was my favorite." Richtig. I hope your friends find this concerning. Ja, das ist wirklich mein Lieblingsending. Ich mag das. Mag den Wandschrank, also die Stanley was fat Abstellkammer. and ugly and really stupid. Och komm! He probably only got the job because of a family connection. That's how Das- stupid he is. also, ey, That jetzt all wird's with drug money. beleidigend. Also, Stanley is addicted to drugs and hookers. Was? Nee, bin ich nicht. Aber kein Mist. Also wirklich, Well, das I've ist... come to a very definite conclusion about what's going on right now. You're dead. Was? You got to this broom closet, explored it a bit, and were just about to leave because there's nothing here. Nein, ich when lebe a noch. physical malady of some sort shut down your central nervous system and you collapsed on the keyboard. Nö, Alter, ich lebe In a noch. situation like this, the responsible thing is to alert someone nearby so as to ensure that your body is taken care of before it begins to decompose. Naja, Hello? Anyone who happens to be nearby, the person Hier, in ich. this computer is dead. He Nein, or ich she lebe. has Hallo? fallen prey to Ey, any number of your countless ich human nehme gerade ein Video auf. physiological Ich lebe noch. Ich habe das alles auf Videobeweis, It's ne? indicative of the long-term sustainability of your species. Ich zeig dich Please an wegen remove Beleidigung. their corpse from the area Ich sag's dir. And instruct another human to take their place at the computer, making sure they Was? understand Nee. basic first-person video game mechanics and filling them in on the history of narrative tropes in video gaming, so that the irony and insightful commentary of this game is not lost on them. All right. When you've done that, just step out into the hallway. Nee, ich kleb dir aber gleich deinen Mund mit Panzertape zu, mein Freund. Deswegen habe ich das hier. Warum rede ich eigentlich mit einer Glühbirne? Ich glaube, ich setze mich einfach wieder hin. So. Ah, ist das bequem hier. Ja, toll. Schön hier. Also ich fühle mich hier pudelwohl. Wobei, wir könnten uns auch hier in die Ecke sitzen. Da sitzen wir wenigstens auf dem Karton. Das ist vielleicht ein bisschen bequemer als da auf dem Kabel. So, machen wir die Tür mal auf, mal rausgucken. Ah, keiner da. Schön ist hier. Naja, gut. Schauen wir uns mal weiter um, sonst meckert er noch weiter rum. Second player, it's good to have you on board. Was? I guarantee Nee, ich bin auch der you can't gleiche do Typ. any worse than the person who came before you. Sicher? You too? Unbelievable. I'm at the mercy of an entire species of invalids. Perhaps there's a monkey nearby you can hand the controls to. A fish? Fungus? Look, you can hammer out the details. I'm not particularly picky. I'll just be waiting for when you're ready to pick up the story again. Ich bin immer noch der gleiche Typ und ich mag diesen Wandschrank einfach immer noch. Abstellkammer. Entschuldigung. Warte mal. Schade. Ich dachte, da kommt jetzt noch mal was. Aber okay. Coming to a staircase, Stanley walked upstairs to his boss's office. Nö. Konsequent nein. Ah ja. Rotes Licht. Licht, Tür. Licht, Tür. Tür. Ah, oh. Auto? But Stanley just couldn't do it. He considered the possibility of facing his boss, admitting he ich hab had Angst vor left ihm. his post during work hours. He might be fired for that. And in such a competitive economy, why had he taken that risk? All because he believed everyone had vanished? His boss would think he was crazy. And then something occurred to Stanley. Maybe, he thought to himself, maybe I am crazy.
Ja. All of my co-workers blinking mysteriously out of existence in a single moment for no reason at all. None of it made any logical sense. And as Stanley pondered this, he began to make other strange observations. For example, why couldn't he see his feet when he looked down? Why did doors close automatically behind him wherever he went? And for that matter, these rooms were starting to look pretty familiar. Were they simply repeating? No, Stanley said to himself, this is all too strange. This can't be real. And at last, he came to the conclusion that had been on the tip of his tongue. He just hadn't found the words for it. I'm dreaming! He yelled. This is all a dream. Oh, what a relief Stanley felt to have finally found an answer, an explanation. His co-workers weren't actually gone. He wasn't going to lose his job. He wasn't crazy after all. He thought to himself, I suppose I'll wake up soon. I'll have to go back to my boring real-life job pushing buttons. I may as well enjoy this while I'm still lucid. So, he imagined himself flying and began to gently float above the ground. Then he imagined himself soaring through space on a magical starfield, and it too appeared. It was so much fun, and Stanley marveled that he had still not woken up. How was he remaining so lucid? And then perhaps the strangest question of them all entered Stanley's head. One he was amazed he hadn't asked himself sooner. Why is there a voice in my head dictating everything that I'm doing and thinking? Now the voice was describing itself being considered by Stanley, who found it particularly strange. I'm dreaming about a voice describing me, thinking about how it's describing my thoughts, he thought. And while he thought it all very odd, and wondered if this voice spoke to all people in their dreams, the truth was that, of course, this was not a dream. How could it be? Was Stanley simply deceiving himself, believing that if he's asleep, he doesn't have to take responsibility for himself? Stanley is as awake right now as he's ever been in his life. Now, hearing the voice speak these words was quite a shock to Stanley. After all, he knew for certain, beyond a doubt, that this was in fact a dream. Did the voice not see him float and make the magical stars just a moment ago? How else would the voice explain all that? This voice was a part of himself too. Surely, if he could just... He would prove it. He would prove that he was in control, that this was a dream. Yeah. So he closed his eyes gently, and he invited himself to wake up. He felt the cool weight of the blanket on his skin, the press of the mattress on his back, the fresh air of a world outside this one. Let me wake up, he thought to himself. I'm through with this dream. I wish it to be over. Let me go back to my job. Let me continue pushing the buttons. Please, it's all I want. I want my apartment, and my wife, and my job. All I want is my life exactly the way it's always been. My life is normal. I am normal. Genau, ich bin ja noch als Mensch der Welt. I am okay. Irgendwie traurig. Ich frage mich auch, wie dieses Auto hier runtergekommen ist. Stanley began screaming. Please, someone, wake me up. My name is Stanley. I have a boss. I have an office. I am real. Please, just someone tell me I am real. I must be real. I must be. Can anyone hear my voice? Who am I? Who am I? And everything went black. Okay. This is the story of a woman named Mariella. What? Wait a second. Mariella woke up on a day like any other. She arose, got dressed, gathered her belongings, and walked to her place of work. But on this particular day, her walk was interrupted by the body of a man who had stumbled through town talking and screaming to himself, and then collapsed dead on the sidewalk. And although she would soon turn to go call for an ambulance, for just a few brief moments she considered the strange man. He was obviously crazy, this much she knew. Everyone knows what crazy people look like. And in that moment, she thought to herself how lucky she was to be normal. I am sane. I am in control of my mind. I know what is real and what isn't. It was comforting to think this,
And in a certain way, seeing this man made her feel better. But then she remembered the meeting she had scheduled for that day. The very important people whose impressions of her would affect her career, and by extension, the rest of her life. She had no time for this, so it was only a moment that she stood there, staring down at the body. And then she turned and ran. Okay. Was ist jetzt genau passiert? Und wir sind wieder am Anfang? Meine Güte, das nimmt ja gar kein Ende. All of his co-workers were gone. What could Ja, it mean? das wissen wir schon. Stanley decided to go to the meeting room. Perhaps he had simply missed a memo. Hey! Hör auf, Blödsinn mit mir zu machen, Spiel. Ich habe sowieso schon langsam einen Knoten im Kopf von den ganzen Sachen, die du mir erzählst. Okay. Den können wir wieder ausschalten. Da drüben sind wieder... Hä? Meine Güte. Okay. Wir laufen jetzt einfach mal schnell durch. Warte. Den Flur kenne ich noch nicht. Der Flur ist neu. Der war noch nicht da vorhin. Wo kommt der her? Und warum sagt der Erzähler die ganze Zeit nichts? Bist du noch da? When Stanley came to a set of 2 open doors, Ja. he entered the door on his left. Nein. This was not the correct way to the meeting Ich room, weiß. and Stanley knew it perfectly well. Sag ich Perhaps doch. he wanted to stop by the employee lounge first, just to admire it. Ja, vielleicht. Wer weiß. Vielleicht habe ich auch was ganz anderes vor. Wow. Yes. Ja, This den Raum room. kennen wir ja schon. What a beautiful room. What a gorgeous, gorgeous room. Ja, Thank goodness Stanley had taken this detour on his way to the meeting room. richtig. Life without having experienced this room Ja. was now too horrible even Du to sagst es. consider. Wenn ich diesen Raum nie gesehen hätte, wäre ich But traurig eager to gewesen. get back to business, Stanley took the first open door on his left. Okay. And so he detoured through the maintenance section, walked straight ahead to the opposite door, Ein and Aufzug. got back on track. Ah. Ha. Ich kann mich nicht entscheiden. Ja gut. Wir wollen mal nicht so sein. Da ist der Yet Meeting there was Room. not a single Tipps, person here um nicht either. gefeuert zu werden. Feeling a Wenig wave of reden, disbelief, Stanley decided to mach go unglaublich up to his boss's office, aufregende hoping he Arbeiten. would find an answer there. Okay. Wie man einen Konflikt zwischen Mitarbeitern löst. Friss alles in dich hinein. Sei passiv-aggressiv zu deinen Mitarbeitern. Verdammt. Nein, dieses Mal nicht. Coming to a staircase, Stanley walked Gut. upstairs to his boss's office. Dann machen wir das halt. Executive Bathroom. Ich will da rein. Oh, ich habe nicht damit gerechnet, dass die Tür wirklich aufgeht. Ist es ein Verbrechen, reich zu sein? Ist Verbrechen begehen nicht reich? Was? To commit crimes isn't it rich? Ist es nicht reich, Verbrechen zu begehen? What if life it would be to have to pick just one... Wie soll man das denn übersetzen? Was für ein Leben würde es sein, wenn man nur eins wählen könnte? Ich kann doch nur eins wählen. Ich mach mal die Tür zu. Können wir sonst noch irgendwelchen Blödsinn machen? Extreme Bathrooms! Das neue Magazin muss ich gleich mal bestellen. Ah, hier haben wir noch eine Tür. Oh, okay. Oh, der arme Panda. Wo sind wir denn hier gelandet? Indoors Monthly. Ach du meine Güte. Shapes! Ah, warum nicht? Aber der Panda tut mir irgendwie leid. Business Strategy. Ouch. Können wir den Aufzug rufen? Ja! Cool.
Dann nach oben, bitte. Lift me up. Oh, schön Musik hier. So, kann man mal entspannen hier. Das ist doch mal toll. Ah, ja. Ah, eine kleine Pause zwischendurch. So muss es sein. Schöne Aufzugsmusik. Bisschen entspannt Aufzug fahren. Bisschen sitzen. Was steht denn hier so? Empfehlungen von vom Übersichtskomitee. Übersichtskomitee. Wahrscheinlich komplett falsch übersetzt, aber von mir, aber was soll's. Eine kurze Geschichte der Relation zwischen... Was? Ich kann es nicht lesen, es wackelt zu sehr. Nee, kriege ich nicht gelesen. Ach ja. Hey, wir singen sogar mit. Schöner Song. Wie hoch fahren wir eigentlich noch? Und Erzähler, warum sagst du nichts dazu, dass ich jetzt in den Aufzug gestiegen bin? Ah, wir haben es geschafft. Ist das nicht der gleiche Raum, wo wir herkamen? Ich will noch eine Runde fahren. Sehr schön. Abfahrt. Ah, dieses Mal fahren wir... Moment, wir fahren runter. Halt! Halt, stopp, 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 stopp. Oh, okay. Gleich nochmal hoch. Ah, okay, also damit können wir das Ganze unterbrechen quasi. Heißt das, wir fahren gar nicht irgendwie hoch oder runter? Hat sich hier irgendwas verändert? Die Tür ist nach wie vor zu. Das Badezimmer sieht gleich aus. Naja, gut. Können wir hier noch was machen? Nein. Okay. Telefone vielleicht? Nein. Na gut, dann, Stepping into his manager's office, Stanley was once again stunned to discover not an indication of any human life. What could it mean? Stanley wondered aloud to nobody. He began wildly tearing through papers on the boss's desk, pulling books off the shelf, looking behind paintings, desperate for clues to his situation. But his attention was caught by a keypad behind the boss's desk. What could its purpose be? In fact, this keypad guarded the terrible secret that lay buried below his feet. And so the boss had assigned it an extra secret PIN number. 2845. But of course, Stanley couldn't possibly have known this. Nein. 2865 vielleicht? Stanley simply began entering random codes into the keypad, knowing full well the sheer statistical unlikelihood that this would ever result in a correct combination. If he knew that the combo was 2845, it would be another story entirely. Genau. But no. 2, no. 8, this is what he was going to 4, do. 2845. Nein? Okay. 2, 8, 4, 3. Nein? 1, 2, 3. Ach nein, 2, 3, 4. Nein. 1, 2, Forgot, 3, but it turns out that the 4. panel's emergency override kicked in, and the door just opened all by itself. And Stanley got the hell along with the story. Okay. Well, whoop-de-doo. 4, 5. Yay! Richtig! Wuhu! Tolle Sache. Was ist denn da hinten? Es ist vielleicht ein bisschen dunkel, das könnt ihr hoffentlich in der Aufnahme noch erkennen, aber was ist denn da? Ah, es ist dunkel und hier können wir langlaufen. Ich sehe gar nichts mehr. Okay. Hier rein, rückwärts, 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 links, rechts. Vorwärts geht noch. Probieren wir benutzen aus.
Nein, hier passiert auch nichts. Ducken vielleicht? Nein, auch nichts. Ich sehe halt gar nichts. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Hier hinten ist doch bestimmt irgendwas. Ich sehe es bloß nicht. Meine Sicht wird ganz komisch manchmal hier. Nein, scheinbar ist hier wirklich nichts. Na gut, dann fahren wir halt doch mit dem Aufzug runter. Da wären wir also wieder. Stanley walked straight ahead through the large door that read Mind Control Geradeaus. Facility. Da steht übrigens Escape, also hier lang. Although this passageway had the word escape written on it, the truth was that at the end of this hall, Stanley would meet his violent death. Okay. Ich laufe einfach mal geradeaus weiter. The door behind him was not shut. Stanley still had every opportunity to turn around and get back on track. Ich möchte aber nicht. Ich möchte hier lang laufen. At this point, Stanley was making a conscious, concerted effort to walk forward. Richtig. And willingly confront his death. Ja. Okay. Okay. Autsch. Hey, wir leben ja doch noch. Hehe. As the machine whirred into motion, and Stanley was inched closer and closer to his demise, he reflected that his life had been of no consequence whatsoever. Stanley can't see the bigger picture. He doesn't know the real story. Trapped forever in his narrow vision of what this world is. Perhaps his death was of no great loss, plucking the eyeballs from a blind man. So he resigned and willingly accepted this violent end to his brief and shallow life. Deckung? Farewell, Stanley. Oh oh. Farewell, Stanley, cried the narrator, as Stanley was led helplessly into the enormous metal jaws. In a single visceral instant, Stanley was obliterated as the machine crushed every bone in his body, killing him instantly. Oh! Okay. And yet it would be just a few minutes before Stanley would restart the game, back in his office, as alive as ever. What exactly did the narrator think he was going to accomplish? Was ist das denn? Oh, wo sind wir denn hier gelandet? When every path you can walk has been created for you long in advance, death becomes meaningless, making life the same. Do you see now? Do you see that Stanley was already dead from the moment he hit start? Ah ja, okay. Alle Bilder, die in dem Spiel wohl auftauchen? Stanleys Computer. Wir können natürlich wieder nichts eintippen. Das Layout von dem Office. Wir sind hier, glaube ich, in einem kleinen Easter Egg gelandet. Auch wenn das jetzt nicht allzu gut versteckt war, ist es doch irgendwo ein Easter Egg. Cool. Verschiedene Objekte einfach mal präsentiert. Ah, hier können wir also... Oh. Ja, können wir... Nein. Hier... Nein. Die Credits auch schön platziert. Vielen Dank für dieses tolle Spiel an die Produzenten an der Stelle. Vielen, vielen Dank. Was haben wir denn hier? Verschiedene Knöpfe. Juhu. Button Sounds. Ah ja.
Tolle Sache. Verschiedene Türen, gehen die auf? Nö. Wer hat denn da schon wieder gekleckert? Mensch, Leute, macht mal ein bisschen Ordnung hier, ey, bevor ihr Besucher reinlasst. Das ist ja eine Sauerei. Kann ja nicht sein. Also wirklich. Was haben wir denn da noch so? Maintenance Room. Eine frühe Version davon. Naja, so sieht er doch heute noch relativ ähnlich aus. Okay. Wow, interessant auf jeden Fall. Die Greenlight Session. Die Warzone, okay. In einem frühen Zeitpunkt der Entwicklung war ein Ending geplant, in dem er auf einem Kriegsgebiet, in einem Kriegsgebiet landet, wo er gegen Aliens kämpfen muss. Okay. Und am Ende würde er gegen den Ansager kämpfen. Aber nachdem das Ding gebaut war, kurz nachdem das Ending fertig war, nachdem angefangen wurde, das Ending zu bauen, war es zu, ja, blöd oder ja, dämlich nicht passend für das Spiel. Und so war das nicht, wurde das nicht reingenommen. Sieht man noch ein bisschen Bilder davon. Sehr interessant. Hätte ich gerne gespielt. Hätte ich sehr gerne gesehen. Ein leerer Raum mit einem Beamer. Nette Frage, lieber Ansager. Wie bleibst du eigentlich in Form? Sehr schön, hier laufen mehrere Mails durch in der Richtung. Die Launch in der frühen Version. Wow, das ist ja wirklich interessant hier. Apartment Timer. Okay. In der frühen Version von dem Telefon hatte man 15 Sekunden Zeit. Wenn man das nicht annehmen würde, würde das zu einem anderen Ending führen. Wow, cool. Der Cargo-Lift in der alten Fassung, den wir vorhin gesehen haben. Wirklich interessant. Ich würde gerne auch die alten Teile mal spielen. Ich hätte gerne irgendwie einen Zugang über das Easter Egg hier. Da dazu. Das wäre bestimmt auch cool. Ist das hier sozusagen der Himmel? Stanleys Office in verschiedenen Variationen. Okay. Meine Güte, gibt's ja einiges zu entdecken. Game Design Mockup, also eine grundlegende Idee von dem Spiel. Hier haben wir den Lift beispielsweise, den wir vorhin benutzt haben, aus dem Screening Room. Countdown Room, kennen wir noch gar nicht. Freedom Ending, ja, auch sehr schön designt. Und da ist das Ende. Da gehen wir gleich rein. Der Countdown Desk. Meine Güte, gibt's hier viel zu gucken. Okay. Sending? Okay. Das ist alles so ein bisschen spoilerlastig gerade. Geht's hier hin? Ah ja. Trailers. Ja, gut. Schauen wir uns noch ein bisschen weiter. Und was ist das hier? Sending Model. Okay. Na dann, hätte ich gesagt, gehen wir doch mal da lang, weil zu viel Spoilern ist ja auch blöd. Oh, look at these two. How they wish to destroy one another. How they wish to control one another. How they both wish to be free. Ja, der Sprecher und der Stanley. Beide wollen sie frei sein. Beide wollen sie unterschiedliche Wege gehen. Sehr tief. Das regt zum Denken an. Off. Can you see? Can you see how much they need one another? Nein, ich sehe nichts. No, perhaps not. Sometimes these things cannot be seen. Richtig. But listen to me. You can still save these two. You can stop the program before they both fail. Push escape and press quit. There's no other way to beat this game. Okay. As long as you move forward, you'll be walking someone else's Escape und zurück zum Menü. path. Stop Ich will noch now. mal was dazu sagen. It's the only true choice. Whatever you do, choose it. Don't let time choose for you. Don't let Okay. Zum Menü.
Und damit sage ich mal ciao und bis zum nächsten Teil von The Stanley Parable. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr schaltet auch beim nächsten Teil wieder ein. Und wir sehen uns. Bis dann, euer Emotion vom Empty Space.